Komm Benny, wir müssen zum Flughafen, unser Flieger geht bald. Komm schon. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Hi, wir sind Isa und Benny. Und diesmal sind wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und hier sehen wir uns nicht nur die Hauptstadt Abu Dhabi, sondern auch Dubai an. I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare. Wir sind jetzt offiziell am höchsten Gebäude der Welt, 148. Stock, 555 Meter. Leider ist es heute ein bisschen windig und deswegen liegt auch relativ viel Sand in der Luft. Die Sicht ist daher so eingeschränkt, aber es ist trotzdem spektakulär, wie klein unten die Autos wirken. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Wir sind heute in der Dubai Mall unterwegs und das alleine schon eine Tagesbeschäftigung. Das Einkaufszentrum erinnert uns sehr stark an jene in Singapur. Es gibt hier wirklich zu jeder Marke, die man sich nur vorstellen kann, ein Geschäft. Aber nicht nur einkaufen kann man hier, es gibt auch viele andere Attraktionen. Zum Beispiel der Zugang zum Burj Khalifa Observation Deck. Es gibt einen Eislaufplatz und sogar einen Wasserfall in der Mall. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Wir haben heute den ganzen Tag in der Dubai Mall verbracht und eines müssen wir noch loswerden. Also die Strecke von der Dubai Mall bis zur U-Bahn, das haben wir auch schon bei anderen U-Bahn-Stationen so mitbekommen. Also das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, wir gehen jetzt da sicher mindestens 1 Kilometer auf so Förderbändern, wie ihr hier seht, dass man überhaupt einmal bis zur U-Bahn kommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt ziemlich früh, also wir haben es kurz nach 5. Wir sind heute so zeitig auf, weil wir schauen uns den Sonnenaufgang auf einer Aussichtsplattform an. Und warum die so besonders ist, das seht ihr gleich. Schon der Eingang zum Miracle Garden ist super bunt, es gibt viele Blüten, Blumen und alles duftet. Wir haben aber nicht erwartet, dass es hier so touristisch ist. Es gibt sogar einen Pizza Hut mitten im Grünen. Es ist jetzt schon Nachmittag, aber es ist richtig viel los. Ein richtiger Touristen-Hotspot. Obwohl hier so viel los ist und obwohl es hier so touristisch ist, müssen wir zugeben, es ist wirklich schön. Eines der Highlights hier, zumindest für uns, ist die Emirates-Maschine, die mit Blüten bewachsen ist. Nur wenige Minuten mit der Metro und mit dem Bus von unserem Hotel entfernt liegt der Souk Madinat Jumeirah. Dabei handelt es sich um einen Souk, genauso wie wir ihn auch schon in Marokko kennengelernt haben. Allerdings ist hier alles neu und modern. Der Bazar ist klimatisiert, es gibt eine Tiefgarage und sogar einen Starbucks haben wir schon gesehen. Der Souk liegt in der Nähe vom weltberühmten 7-Sterne-Hotel Burj Al Arab und ist wirklich nett angelegt. Neben der eigentlichen Markthalle gibt es auch Kanäle, künstlich angelegte Kanäle mit Restaurants und vielen Bars und Möglichkeiten, hier einen ruhigen Nachmittag zu verbringen. Wer uns schon kennt, dem brauchen wir nichts mehr erklären. Wir gehen jetzt genau in das Café hinter uns. Natürlich lassen wir es uns auch nicht nehmen und fahren einmal vor zur Palme zum Atlantis Hotel. Dort gibt es einen Wasserpark, ein Aquarium und vieles mehr. Und am besten kommt man mit der Monorail dorthin. Wir waren gestern am Abend dann noch auf einer Rooftop-Bar. Da haben wir dann nicht mehr mitgefilmt, weil wir einfach den Abend zu zweit genießen wollten. Wir haben aber ein paar Fotos gemacht, die zeigen wir euch ganz kurz. Das war die Level 43 Bar, die liegt eigentlich ziemlich zentral zwischen Burj Khalifa und der Palme.
und man hat eine tolle Aussicht von dort oben und eigentlich sind die Preise für eine Rooftop-Bar auch sehr in Ordnung gewesen. Also die können wir wirklich wärmstens empfehlen. Anders als die meisten anderen Tage starten wir heute relativ ruhig. Wir sind in der U-Bahn-Station und hier ist eigentlich nichts los. Wir sind nämlich beim Expo 2020 Gelände und hier dürfte eigentlich relativ wenig los sein. Wir sind hier während der Zeit des Ramadan und bisher haben wir eigentlich davon relativ wenig gemerkt. Die Sehenswürdigkeiten waren genauso überlaufen. Jetzt bei der Expo haben wir zum ersten Mal die Situation, dass zum Beispiel der Wasserfall leider zu hat untertags. Das ist natürlich schade, aber dafür ist relativ wenig los und wir können uns halt in dieser kleinen Geisterstadt umsehen. Übrigens, die gelben Golfkarts, die hier am Expo-Gelände herumfahren, sind gratis und jeder kann sie nutzen. Grundsätzlich ist das Expo-Gelände in verschiedene Themenschwerpunkte unterteilt, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Mobilität. Und obwohl hier heute leider sehr viel zu hat, gibt es doch einige Pavillons, die geöffnet haben für Besucher. Und einen davon, nämlich den Alif-Pavillon im Mobilitätsbereich, schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt einmal das komplette Expo-Gelände abgegangen und das tun uns auch schon die Füße weh. Man kann zusammenfassen, dass zumindest jetzt während dem Ramadan ist es hier wie ausgestorben. 95% der Gebäude sind leer oder stehen leer. Trotzdem hat es uns gefallen, weil wir einfach die Gebäude sehr interessant gefunden haben. Solltet ihr allerdings einen strikten Plan bei eurer Dubai-Reise haben, könnt ihr das Expo-Gelände getrost auslassen. Wir sind mal wieder in einem Einkaufszentrum, weil hier gibt es das Aya. Dafür haben wir jetzt Tickets gebucht und das schauen wir uns an. Wir wissen noch nicht ganz genau, was uns erwartet, aber von den Bildern erinnert es uns sehr stark an Summit OV in New York. Schönen guten Morgen, wir sind heute wieder mit der Metro gefahren, diesmal bis zur Station Emirates Towers und hier sehen wir uns ein ganz besonderes Gebäude an, nämlich das Museum of the Future. Alleine schon der Übergang zum Museum von der Metro ist sehenswert. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell this. Vielleicht versteht ihr jetzt, was wir mit besonderem Gebäude gemeint haben. When you talk, I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Wir waren jetzt circa 2 Stunden im Museum of the Future und hier gab es auf 5 Ebenen verteilt, 5 verschiedene Themenwelten. Und wirklich alle waren sehr interessant. Ein weiteres Must-See hier ist der Dubai Frame. Das ist im Prinzip einfach nur eine weitere Aussichtsplattform, aber wir hoffen heute auf bessere Sicht, da das Wetter viel besser ist als letztes Mal beim Burj Khalifa. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. Du, wenn wir schon da sind, wollen wir uns nicht Abu Dhabi auch anschauen? Okay. Sind wir in Dubai? Nein, wir sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gar nicht so weit, gell? Natürlich lassen wir es uns auch nicht.
Where is everybody? Nein. Keine Ahnung warum, aber sowohl in Dubai als auch später in Abnahme. Wir nicht essen, wir essen